Hallo, liebe Freunde! Was ist das liebste Kind der Deutschen? Natürlich das Auto. Jeder glaubt, das Auto habe Karl Benz erfunden. Aber stimmt das wirklich? Wir haben ja gesehen, Graf Zeppelin war auch nicht der Erfinder des fliegenden Luftschiffs. Wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, dann begleitet mich zum nächsten Ausflug. Hartnäckig hält sich das Gerücht, Louis Tuchscherer hätte noch vor Karl Benz eine sogenannte Kutsche ohne Pferde erfunden. Um Näheres zu erfahren, begeben wir uns nach Schönheide. Am Rand der Gemeinde im westlichen Erzgebirge waren wir ja bereits auf unserer gemeinsamen Wanderung an der Talsperre Eibenstock. Jörg Lenk, ihr kennt ihn sicher alle, ein bekannter und ausgesprochen guter Landschaftsfotograf, gab den entscheidenden Tipp, denn im dortigen Bürsten- und Heimatmuseum können wir fündig werden und eine Antwort auf unsere Frage erhalten. Herzlich willkommen im Bürsten- und Heimatmuseum von Schönheide. Ich stehe hier vor dem Bild von Louis Tuchscherer. Wir haben ja in diesem Jahr, weil Jubiläum ist, von 175. Geburtstag und der 100. Todestag. Und da haben wir eine Sonderausstellung über Louis Tuchscherer, der hier im Ort geboren wurde. Es gibt ja eine komische Geschichte von ihm, aber wir wollen das Bild ins Reine rücken, die Unwahrheiten und die Wahrheit euch zum Besten geben. Wir sind jetzt in dem Raum, wo wir sein Geburtshaus, also Foto vom Geburtshaus aufgebaut haben, in einer Vitrine und auch ein paar Bilder von. Er ist ja dann später mit seiner Familie nach Chemnitz und hat dort in einer Werkstatt das erste Automobil von Sachsen gebaut. Nicht das erste von Deutschland. Das wird eben auch in einem Buch, was wir hier haben, von einem Chemnitzer. Da hat das mal richtig recherchiert und mal das ins Reine gerückt. Hier der Roman Die Kutsche ohne Pferde, das war so eine Aufhänger für viele. Und die haben das für bare Münze genommen und haben erzählt, Tuchscherer hat das erste Auto gebaut. Und Benz hat es ihm abgekupfert. Aber das ist ja alles nicht wahr. Hier haben wir einen Standmotor, da ist aus seiner Werkstatt. Da hat er wahrscheinlich seine Maschine dort angetrieben. Also in einem Fahrzeug war er wahrscheinlich nicht. Und dann haben wir hier noch ein paar andere Erfindungen. Ein Holzspalter, Brennholz gebraucht hat oder Fichtenholz, was man in kleine Stückchen abgespalten hat zum Feuer machen. Heutzutage hat man Feueranzünder, aber damals hat man halt mit Kiefernholz oder mit so einer Spanle Beholz gemacht. Hier haben wir aber auf der Etage den Automobilbau in Sachsen mal noch ein paar Fotos und ein paar Teile mit. Weil es gibt ja nicht bloß im westlichen Teil, im Osten sind ja die Autos zum Teil viel eher gebaut worden. Wenn man Zwicke, Horch, in LKW-Bau, alles Framo, Robohr, war ja alles in großen Teilen in Sachsen geheim beheimatet. Mittlerweile sei es Oldtimer, aber das gehört alles zu unserer Geschichte. Jetzt sind wir in der unteren Etage von unserem Museum. Unser Museum nennt sich ja Bürsten- und Heimatmuseum. Also der Hauptzweck sei die Bürstenherstellung von Handarbeit bis über die Maschine. Die Tuchscherer-Ausstellung ist eine Sonderausstellung, die dieses Jahr läuft. Hier sind wir im Handarbeitsraum. Alle Produktion beginnt ja erstmal mit Handarbeit. Früher hat man an einem kleinen Schrammstock die Besen oder auch die Kinder, die Schmierbürstel eingezogen. Vorne ist dann der Handarbeitsplatz von einem Pinsel, wie der Pinselfertigung ist. Für den Ringpinsel wurden ja auch früher in Schönheide gemacht, leider Gottes heutzutage nicht mehr. Wir haben hier im Museum nicht bloß die Bürstenherstellung, wir haben auch, was zur Heimat gehört, in Tante-Emma-Laden mit Bäckerei, eine Schusterwerkstatt, eine Schreinerwerkstatt und dann was alles so hier, oder Erzgebirgsstube. Wenn es euch interessiert, kommt einfach mal vorbei. Ich kann es euch nur ans Herz legen, diese Ausstellung einmal zu besuchen. Nicht nur, dass wir jetzt wissen, diese Geschichten um Tuchscherer sind zwar spannend und interessant, aber er war lediglich der Vorreiter des sächsischen Fahrzeugbaus. Und auf diesen kann man auch zu Recht stolz sein. Wer auf weitere Spurensuche zu dem Thema Fahrzeugbau in Sachsen gehen möchte, dem sei zum Beispiel das Horch-Museum Zwickau, Schloss Augustusburg mit seinem Motorradmuseum, das Museum für sächsische Fahrzeuge Chemnitz und noch viele ähnliche empfohlen. Ich hoffe, ihr hattet an der kleinen Geschichte über Louis Tuchscherer euren Spaß
Und bald geht es hier weiter mit Wanderungen in unserer schönen Heimat, Eisenbahn und vielen anderen. Bis dahin, ciao!